Nach ersten Gerüchten zu einem vorzeitigen Support-Ende zum Jahresende steuert Ubisoft erfolgreich dagegen und präsentiert uns mit The Blessings of the Elders, zu Deutsch die Segnung der Ältesten, ein durchaus gelungenes Content-Update, welches nicht nur den Förster komplett überarbeitet und bereits jetzt verfügbar ist. An den Cancel-Gerüchten ist also nichts dran. An die Siedler Neue Allianzen wird also noch gearbeitet und scheinbar auch endlich auf die noch, wenn auch kleine, vorhandene Fanbase gehört. Mit dem neuen Content-Update erhält das Spiel in erster Linie die banale Funktion, vor dem Matchstart die Karte auswählen zu können und so nicht mehr wie bisher völlig random auf irgendeine geworfen zu werden. Darüber hinaus wird der natürlich immer noch viel zu kleine Map-Pool um die neue One-on-One-Karte Elders Tomb, im Deutschen Ältestengrab, erweitert, in welcher in einem Wüstenbiom gesiedelt werden kann. Willkommen am Grabmal der Ältesten. 3, 2, 1, auf geht's! Neben der neuen Map wurde das Spiel um einen neuen Sandbox-Modus ergänzt, in dem ihr im Prinzip fast friedlich ohne Gegner-KI siedeln könnt und welcher dafür da ist, die Maps in Ruhe lernen zu können. Fast friedlich, denn die Banditencamps sind nach wie vor vorhanden. Dadurch sind auch erstmals 2 gegen 2 und 4 gegen 4 Karten alleine spielbar, was vorher ohne entsprechende Mitspieler nicht möglich war. Matches alleine gegen die KI sind aber nach wie vor auf die 1 gegen 1 Karten begrenzt, was sehr schade ist und den sowieso sehr überschaubaren Umfang nach wie vor sehr schmälert. Immerhin könnte das auch was für gemütliche Schönbauer und Chillout-Siedler sein. Ein zunächst etwas irreführendes neues angehobenes Einheitenlimit hat sich allerdings als Ente entpuppt. 1 gegen 1 Karten sind nach wie vor auf 1000 Siedler, also 500 pro Fraktion begrenzt, 2 gegen 2 Karten nach wie vor auf 2000 und 4 gegen 4 Karten auf ebenso identische 4000. Allerdings könnt ihr über den Sandbox-Modus die freien Plätze und somit deren Siedlerlimit übernehmen, was bedeutet, dass ihr allein auf einer 4 gegen 4 Karte dann ein Einheitenlimit von 4000 besitzt. Der Sinn erschließt sich mir allerdings nicht, da wenn ich den Modus schon nutze, um eine Map zu trainieren, doch gerne die gleichen Bedingungen hätte wie im Ernstfall, aber okay. Eine Ausnahme gibt's dann aber übrigens doch: Auf der neuen Map Elders Tomb dürfen beide Spieler jeweils 1000 Siedler in die Schlacht führen, die Militäreinheiten sowie die Ingenieure sind aber jeweils auf 500 Stück begrenzt. Elders Tomb particularly has a 1000 settlers limit in PvP. You know what this means. Everyone who loves theory crafting in the Discords already knows what this means. The amount of units you can deploy, the production chains that you can have running at the same time, all of those limits get doubled. In a 1v1 scenario, everything changed. Als neues Gebäude wurde die Köhlerei hinzugefügt, in der ihr fortan Baumstämme zu Kohle verbrennen könnt. Mit dem Boost durch Brot lässt sich der Kohleauswurf wie in der Kohlemine verdoppeln. Beim nun rund erneuerten Förster geht man, Zitat, oldschool. So funktioniert dieser jetzt, so wie man sich das auch vorstellt, indem er in einem gewissen Bereich um das Gebäude herum neue Bäume pflanzt. Und auch die Axt hat man ihm genommen, Bäume fällen tut er also nicht mehr selbst und übergibt die Arbeit somit wieder zurück an den Holzfäller. Alles andere war auch irgendwo Blödsinn. Die alten Maps wurden allerdings in Form der nachwachsenden Wälder nicht überarbeitet, was auch den neuen Förster in vielen Fällen höchstwahrscheinlich überflüssig lassen sollte. Das Content-Update Blessings of the Elders ist bereits am 11.12. erschienen und wurde für alle Plattformen ausgeliefert. Laut Creative Director Christian Hagedorn soll es das aber noch nicht gewesen sein. Weitere Verbesserungsvorschläge werden gelesen und in Zukunft versucht umzusetzen. Please let us know, because we see when you write, we see when you post, we see when you request things, when you have wishes. All of these, they come back to us. So please be loud, stay proud, and always keep telling us what you like, what you don't like. Everything really counts good for us. Ich wäre ja für unterschiedliche Werkzeuge, Nahrungspflicht für Minen, einen Brunnen, einen Karteneditor, 3 gegen 3 Maps, offene Lager, ein viel höheres Einheitenlimit, ein Kampagnen-Rework, ein Spectator-Modus. Okay, ich lasse es. Falls man sich von meinen Punkten einen raussucht oder andere Ideen aus der Community in einem zukünftigen Content-Update berücksichtigt, werde ich natürlich wieder für euch berichten. In diesem Sinne, frohes Wuseln und bis zum nächsten Mal.